Heute geht es um die spannende Frage, sind das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro wirklich wasserdicht? Und können sie bedenkenlos in Wasser getaucht werden? Wie jedes Jahr nach dem iPhone-Event stellt sich diese Frage vielen Leuten, weil sie gerne wissen möchten, ob man damit schwimmen gehen kann, ob man damit im Wasser filmen kann und ob das iPhone kaputt geht, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Apple hat bei der Einführung der iPhone 15 Modelle diesmal absolut nichts zur Wasserdichtigkeit gezeigt, anders als bei den Vorgängermodellen. Bewirbt aber die neuen Modelle als Splash, Water und Dust Resistant und gibt an, dass diese Geräte nach IP68 zertifiziert sind, und ja, das klingt erstmal ganz gut. Aber was genau bedeutet diese Zertifizierung? Nun, IP68 besagt, dass die iPhones theoretisch 30 Minuten lang bis zu 6 Meter ins Wasser getaucht werden können, ohne einen Schaden zu nehmen. Allerdings wurden diese Tests unter Laborbedingungen durchgeführt und sagen erstmal nichts über die alltägliche Nutzung aus. Denn im Alltag sehe ich das leider anders. Denn die Wasserdichtigkeit hält nicht ewig. Selbst das Kleingedruckte beim iPhone besagt, Splash, Water and Dust Resistance are not permanent conditions. Denn durch den Gebrauch und leichte Beschädigung können die Dichtungen schnell nachlassen. Auch Salzwasser oder Chlorwasser aus dem Schwimmbad können der Wasserdichtigkeit tatsächlich schaden. Und selbst wenn die iPhones wasserdicht bleiben, übernimmt Apple trotzdem keine Garantie für eventuell auftretende Wasserschäden. Wenn durch einen Unfall oder mutwilliges Eintauchen in Wasser in dein iPhone Wasser eindringt und das iPhone dadurch beschädigt wird, musst du die teure Reparatur selbst bezahlen. Für den Alltag bedeutet die IP68-Zertifizierung also nur, dass die iPhones vor einem kurzen, versehentlichen Kontakt mit Wasser geschützt sind. Und wenn euer iPhone mal kurz ins Klo fällt oder ein paar Regentropfen abbekommt, sollte das also keine Probleme geben. Wie gesagt, in der Regel. Trotzdem rate ich dringend davon ab, die iPhones ungeschützt vorsätzlich mit Wasser in Kontakt zu bringen oder gar damit zu schwimmen oder unter Wasser zu filmen. Geht hier lieber auf Nummer sicher und schützt euer iPhone zusätzlich mit einer wasserdichten Hülle. Zusammengefasst sollte man die Wasserdichtigkeit des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro also nicht überstrapazieren. Die IP68-Kennzeichnung ist keine Einladung, die Geräte mutwillig mit Wasser in Kontakt zu bringen. Kleine versehentliche Vorfälle überstehen die iPhones sicherlich schadlos. Bei längerer Einwirkung von Wasser oder hohem Druck steigt aber das Risiko. Und das ist das, worum es hier geht. Du hast ein Risiko, welches du deinem iPhone aussetzt und welches nicht von der Apple-Garantie abgedeckt ist. Wenn ihr also wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, investiert lieber in eine wasserdichte Hülle. So teuer sind sie nicht. Und dann bist du definitiv sicher, dass das iPhone nicht durch Wasser zerstört wird. Und das ist nicht nur meine Meinung, denn ich kann ja viel erzählen, auch wenn ich das schon jedes Jahr erzähle, seit dem iPhone 8, welches ja als erstes richtig wasserdicht wurde. Könnte man ja denken, komm, es gibt ja so viele Videos da draußen, die zeigen, wie man die iPhones unter Wasser benutzt, und da passiert ja nichts. Ja, das ist richtig, aber Apple ist eine anderer Meinung. Und es ist halt ganz wichtig zu wissen, was Apple dazu sagt. Solltest du einen Wasserschaden bekommen, die werden dich nicht fragen, wie ist der entstanden und liegt das in der Garantie oder nicht. Nein, sie werden einfach die Garantieleistung ablehnen, denn Wasserschaden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Und die Leute, die auf YouTube solche Videos verbreiten, wie sie mit dem iPhone unter Wasser filmen, die haben das zwar gemacht, aber du weißt gar nicht, wie das iPhone, keine Ahnung, 2 Wochen später ausgesehen hat. Denn Wasserschäden, die zeigen sich oft nicht sofort. Das kann Wochen, das kann Monate, das kann mehrere Monate dauern, und dann sind die Kontakte korrodiert und dann fangen die Problemchen an. Das Einzige, was du nach solchen Videos siehst, ist, dass sie dann noch über das Display scrollen können. Ja, okay, das ist überhaupt gar kein Problem. Und
Diese Leute zeigen seltsamerweise nie, wie deren iPhone aussieht nach 6 Monaten, nachdem die es im Wasser gehabt haben, nachdem die es in einem See, nachdem die es im Salzwasser gehabt haben. Ja? Und das zeigen sie dir alles gar nicht. Und das ist eben das Problem. Sie zeigen dir, dass du damit unter Wasser filmen kannst, obwohl es von Apple nicht vorgesehen ist und Apple sogar auf deren Webseite und sogar auf deren Werbeseite von dem iPhone ganz unten in dem Kleingedruckten stehen haben, dass du das nicht absichtlich ins Wasser geben sollst und eben, dass es nur ein Water Resistant ist und nicht eine Wasserdichtigkeit im deutschen Sinne, also nur wasserabweisend für 30 Minuten auf 6 Meter Tiefe. Ja? Da sollte man sich doch schon Gedanken machen, wem man hier ein 1300 € Gerät anvertraut. Der Meinung von Apple oder der Meinung von YouTubern. Und du sollst auch gar nicht mein Wort für so voll nehmen. Ja? Eigentlich soll das ganze Video ja für dich nur der Grund sein, mal die Bedingungen von Apple durchzulesen, die es zu diesem Thema gibt. Und die habe ich dir in der Beschreibung des Videos verlinkt. Und die kannst du dir dann in Ruhe mal ansehen und selbst abschätzen, wie hoch du das Risiko eingehen willst, ja oder nein. Was sagst du? Hast du das gewusst? Oder ist das was völlig Neues für dich? Schreib gerne in die Kommentare, ob du jetzt dein iPhone 15 oder 15 Pro immer noch mit ins Wasser nehmen wirst oder lieber nicht. Ich bin sehr gespannt.